Hi Gude, wie? Ich bin der Arno, ich wohne in der alten Schule in Donaldshausen. Kommt doch einfach mit. So, das hier ist der ehemalige Klassenraum. Mir ist diese Dorfschule das erste Mal 1988 im Sommer begegnet. Ich war als Wanderschäfer, kam ich hier durch, war in dieser Ortschaft und stand vor dieser Schule und habe dann irgendwie eine Vision gehabt. Da drin wirst du irgendwann mal leben. Und ich war regelrecht verliebt in dieses Gebäude und wollte unbedingt das haben. Und dazu ist es dann etwa 10 Jahre später gekommen. Da habe ich es mit meiner Frau dann zusammen kaufen können. Der Zustand war fürchterlich, das Dach war undicht und jeder hat gesagt, um Gottes Willen, sowas kann man doch nicht renovieren. Und habe Tausende von Stunden hier wirklich drin verbracht und das Ganze in diesen Zustand versetzt, wie ihr das jetzt nur eben seht. Ich habe die 4 Elemente zusammengebracht. Drüben ist das Feuer, der Ofen, hier ist der Zimmerbrunnen, das Wasser. Der Stamm steht für die Erde, der Altar für den Geist. Und so entsteht hier praktisch die Mitte des Hauses. In dieser Ecke, die habe ich so ein bisschen marokkanisch eingerichtet. Sie liegen ja in Marokko auf der Erde. Ich habe allerdings doch ein bisschen, um meine Knochen zu schonen, einen Rahmen drum gebaut. Die Möbel sind hier auch größtenteils selbst gebaut. Und da ich im Begriff war, Enkel zu bekommen, die jetzt mittlerweile da sind, hallo, da habe ich also hier mir noch so was einfallen lassen. Ich habe eine große Raumhöhe, das ist also so ein kleines Bett, so ein Hochsitz für die Kinder, die da mit Vorliebe dann eben auch oben sich aufhalten können und den Erwachsenen auf die Köpfe spucken können, wenn sie denn möchten. Der Ofen ist die einzigste Heizungsmöglichkeit hier im gesamten Haus. Ja. Hier über dem Ofen habe ich oben in der Decke Luftdurchlässe nach oben in die oberen Stockwerke gelassen. Hier habe ich einen Ventilator installiert, der sowohl linksrum als auch rechtsrum läuft. Das heißt, einmal die warme Luft im Winter nach oben drückt oder im Sommer zur Kühlung nach unten. Ich hatte hier die Vorgabe, ich mache keine Schulden und um das zu erreichen, weil ich kein Großverdiener bin, musste ich halt eben dann alles selber machen. Und das habe ich dann zu 80–85% auch getan. Das heißt, hier hängen in 10 Jahren Arbeit Tausende von Stunden drin. Ja. Ich bin halt ein Pedant und das muss dann auch immer alles so perfekt sein. Es ist ganz fürchterlich. Die Küche ist das Erste, was ich in meinem Leben gekauft habe, wirklich von der Stange. Dann kommt mal mit ins Bad. Also in diesem Häuschen hier habe ich natürlich recht wenig Platz und insofern musste ich auch im Bad auf extrem gute Raumausnutzung achten.
Und im letzten Moment bei der Gestaltung des Bades habe ich mich dann doch noch entschlossen, eine Badewanne zu integrieren. Das ist somit die kleinste, die auf dem Markt zu finden ist und nötigt mir beim Baden doch einiges ab. Ich kann das vielleicht jetzt mal kurz demonstrieren. Das ist eine Form von Badezimmer-Yoga. Aber es geht alles, Hauptsache Badewanne. Der Vorteil, wenn so ein Bauvorhaben 10 Jahre dauert, das hat natürlich auch Nachteile, ist aber, es dürfen sich Sachen entwickeln und es kommen Lösungen zustande, die man so vielleicht gar nicht planen kann. Ein gutes Beispiel dafür sind diese alten Türen. Man will es nicht glauben, aber diese Tür hier mit den entsprechenden Bleiverglasungen habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Und 2 Jahre später habe ich eben diese Tür auf dem Sperrmüll gefunden. Also sowas einmal zu finden ist wie ein Sechser im Lotto, aber das zweimal zu finden, das ist sozusagen unmöglich. Diese lange Bauzeit von 10 Jahren fordert natürlich jede Menge Opfer. Also das, was andere Leute in den Urlaub fahren oder auf der Couch liegen, ja, das hat man in der Zeit halt eben nicht mehr, weil immer im Hinterkopf steckt, ja, könnte es ja auch auf die Baustelle gehen. Und das macht man dann halt auch dementsprechend oft. Ich kann sehr asketisch leben, das heißt, wenn man seine Lebenshaltungskosten dann vielleicht auf 100 € die Woche zurückschraubt, dann kann man auch mit 1500 € netto, hat man 1000 € im Monat übrig. Grob geschätzt hat dieser ganze Ausbau hier vielleicht 70.000, 80.000 € gekostet. Okay, dann kommt jetzt mal mit hoch. Hier habe ich mir noch mal ein Leseblättchen geschaffen. In dem alten ursprünglichen Fenster war noch eine kleine grüne Scherbe vorhanden und die habe ich hier in die Mitte dieser Bleiverglasung gesetzt, ja, und dann alles andere drumherum gestaltet. Ja, jetzt ist der Blick frei dort drüben auf den Dorfplatz, auf die Kirche, auf das Dorfzentrum. Man kann wunderbar sehen, wer ins Dorf reinkommt und wer rausgeht. Das ist im Alter wichtig, ne? Man muss wissen, was im Dorf los ist. Und das habe ich halt hier mir den Platz für geschaffen. Ne? Ein bisschen augenzwinkernd erzählt. Hier habe ich noch eine kleine Ablage für meine Kaffeetasse. Und da kann das Alter getrost kommen. Und jetzt gehen wir rüber in das Schlafzimmer. Für diesen Raum habe ich mir ganz besondere Mühe gegeben, weil mein Schlaf so empfindsam ist, um hier wirklich eine gute Raumenergie zu etablieren. Also auch mit den Farbtönen hier. Natürlich sind hier im Haus alle Wände aus Lehm geputzt. Es ist ein wesentlich besseres Raumklima. Hier war es mir wichtig, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, hier ist auch mein Meditationsplatz. Wenn man aufs Dach schaut, da sieht man die Dachreiter, den tönernen Dachreiter, der ist auf beiden Enden des Hauses. Ja, und die waren zerbrochen. Das war schon eine dicke Aktion, die einzeln brennen zu lassen in dieser Größe. Die sind sehr groß, sehr schwer, auch wenn es von hier nicht so aussieht. Die Menschen wollten damit eine Anbindung an die Himmelskräfte schaffen.
Ich habe mich bemüht, die Farbgebung wirklich so zu belassen, wie sie damals auch war. Die Leute hatten sehr viel Geschmack damals und diese Farbkombination von Reseda Grün, diesen Backsteinrot und dem gelben Putzanstrich ist halt einfach gar nicht zu überbieten. Eine bessere Farbkombination fällt mir nicht ein. Ja? Und hier haben wir die Scheune. Und wie auf Kommando stehen sie da, ne? Die Luna und der Merlin. 30 Jahre alt ist dieses Tier. Ja? Und man soll es nicht glauben, mittlerweile fängt er an, sogar mich zu kennen. Und jetzt haben wir zum Schluss noch ein ganz besonderes Highlight, unser Zirkuswagen oder der Zirkuswagen meiner Frau. Vorne ist der Küchenbereich, hier der Wohnbereich und hier hinten gibt es dann noch mal den Schlafbereich. Es ist einfach herrlich, hier drin sich aufzuhalten, weil man so viel näher an der Natur ist. Man spürt die Windbewegungen des Fahrzeuges, man hört die Vögel sehr viel mehr als in einem Haus. Es ist einfach ein ganz anderes Empfinden und Dasein in so einem Zirkuswagen. Man erlebt natürlich im Laufe eines solch umfangreichen Bauvorhabens viele Krisen, aber wenn es dann mal eine dicke Krise gab, habe ich einfach eine Pause gemacht. Was soll's? Ja? Und wenn ich wieder Lust bekommen habe, ging es dann eben weiter. Das war auch mit dem Grund, warum es 10 Jahre gedauert hat. Ja? Aber ich habe es eigentlich nie bezweifelt, es fertigzustellen. Ich fühle mich wie ein King. Ja, fühle mich da drin wie König Arno in seinem Reich endlich angekommen. Das war die Roomtour. Wenn ihr noch mehr interessante Objekte sehen wollt, dann schaut einfach hier oder da, ja, oder abonniert den Kanal. Und ich sag mal tschüss, macht's gut.